Moin! Wir waren jetzt 2 Wochen im Südwesten Thailands unterwegs und haben uns Phuket und die Inseln Coconut Island und Koh Phi Phi angesehen. Wir waren aber auch in Khao Lak und von dort auf tollen Nationalparkinseln zum Schnorcheln. Viel Spaß beim Video! Two souls in Neverland, 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 Neverland. Bevor es für uns nach Phuket ging, waren wir aber noch 3 Tage in Bangkok und auch darüber gibt es ein kleines Video. Schaut doch da ruhig auch mal rein. Nach circa 1 Stunde Flugzeit landen wir sicher auf Phuket und fahren dann mit dem Taxi zu unserem ersten Stopp nach Kata. Hier haben wir uns für 3 Nächte im Niranapa Boutique Resort eingebucht. Ein wirklich sehr, sehr schönes und modernes Hotel. Die Zimmer sind alle super eingerichtet und sehr, sehr komfortabel. Auch der tolle Poolbereich hat uns gut gefallen. Das inkludierte Frühstück kann man sich auf jeden Fall auch sehr gut schmecken lassen. Der Kata Beach ist sehr weitläufig und von den umliegenden Hotels wirklich gut zu erreichen. Es gibt hier auch einige Surfschulen und natürlich Bars und Restaurants. Reichlich Restaurants gibt es auch im Zentrum von Kata und auch einen Nachtmarkt mit vielen leckeren Snacks. Abends gibt es auch genügend Ausgehmöglichkeiten. Wir waren ganz gerne in dieser Reggae-Bar hier. Um die Insel Phuket zu erkunden, haben wir uns jeweils vor Ort einen Roller gemietet. Die Preise gehen hier pro Tag ab ca. 200 Baht, also so ca. 5 bis 6 Euro los. Tanken kann man natürlich an jeder Tankstelle. Es gibt aber auch diverse Shops, wo man solche Glasflaschen gefüllt mit Benzin kaufen kann, die einem dann direkt in den Roller gefüllt werden. Wir wollen uns natürlich auch noch weitere Strände ansehen. Deshalb fahren wir jetzt ein paar Meter weiter nach Caron Beach. Hier gefällt es uns ein bisschen besser als in Kata Beach. Die Atmosphäre mit diesen selbst zusammengezimmerten Verkaufsständen hier ist wirklich ganz gemütlich. Und man kann auch den Wassersportlern total gut zuschauen. Ein weiterer Strand in der Nähe unserer Unterkunft ist der Kata Noi Beach. Dieser Strand ist der kleinste von den 3 genannten. Auch hier haben wir uns ein paar Stunden aufgehalten und auf jeden Fall die Zeit genossen. Eine sehr bekannte Sehenswürdigkeit auf der Insel ist der Big Buddha. Den schauen wir uns jetzt als nächstes an. Leider ist der Zugang momentan gesperrt gewesen, sodass wir ihn nur von dem nahegelegenen Parkplatz aus sehen konnten. Na, ein Glück haben wir die Drohne dabei, die für uns mal ein bisschen näher ranfliegen kann. Die Hauptattraktion auf dem Parkplatz ist allerdings nicht der Big Buddha, sondern die ganzen kleinen Äffchen. Man hat das Gefühl, sie regieren hier und entscheiden auch, wann du wieder weiterfahren darfst und wann nicht. Vielleicht habt ihr ja Glück und der Buddha ist wieder zugänglich, wenn ihr das Land bereist. Schreibt dann gerne mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ein Ort, der uns besonders gut gefallen hat, ist Rawai im Süden von Phuket. Hier wird der frisch gefangene Fisch auf dem Fischmarkt verkauft. Man kann hier super schön entlanglaufen und ein bisschen gucken, aber auch in einem der zahlreichen Restaurants den fangfrischen Fisch essen. Die vielen bunten Fischerbötchen und die gemütliche Atmosphäre in dem kleinen Ort haben uns wirklich super gefallen. Wir würden euch zumindest empfehlen, hier einen kleinen Stopp einzulegen. Nun wollen wir uns mal das historische Zentrum der Stadt Phuket anschauen, Phuket Old Town. Viele Einwanderer aus China ließen sich damals dort nieder. Deshalb ist die Architektur auch bekannt für ihren chinesisch-portugiesischen Stil, nämlich mit bunten Fassaden, Rundbögen und vielen Innenhöfen. Man sagt über Old Town auch, dass es das kulturelle Herz von Phuket ist. Wir können dem nur zustimmen. Hier durchzulaufen macht wirklich super viel Spaß. Es gibt hier übrigens auch super viele kleine Geschäfte. Wenn man also Lust hat, ein bisschen zu shoppen, dann eignet sich dieser Stadtteil besonders gut. Wer auf wilde Partynächte steht, der sollte sich in Patong eine Unterkunft suchen. Dieser Ort ist einer der bekanntesten Orte auf der Insel Phuket. Berühmt und ein bisschen berüchtigt ist er für seinen Mix aus Strand, Nachtleben und viel Tourismus. Das Zentrum bildet die Bangla Road. Abends ist sie gesperrt für Autos und sie ist voller Bars, Clubs, Gogo-Bars und Live-Musik. Hierbei handelt es sich wirklich um einen der Party-Hotspots in ganz Südostasien.
Wie in vielen anderen Orten aber auch gibt es hier eine Auswahl an günstigen Streetfood-Ständen und natürlich vielen thailändischen Restaurants. Besonders in der Hochsaison ist es hier wirklich sehr voll, laut und ein bisschen weniger authentisch als in anderen Orten. Das muss man ganz bewusst wollen. Dann kann man hier aber sicherlich ganz viel Action und Spaß erleben. Die Welt ist hier einfach eine andere. Selbst die Apotheken haben so ihre ganz eigenen Zielgruppen. Wir beziehen jetzt unsere zweite Unterkunft auf Phuket in Kamala Beach. Für 3 Nächte haben wir uns hier ins Glam Habitat Hotel eingebucht. Dieses Hotel hat uns wirklich richtig gut gefallen. Jedes Zimmer hat hier Zugang zu einem ganz kleinen privaten Pool. Natürlich gibt es aber auch einen großen Pool im Innenhof des Hotels. Insgesamt ist hier alles wirklich sehr, sehr modern gestaltet, sauber und man fühlt sich pudelwohl. Diese Wohlfühlatmosphäre aus dem Hotel setzt sich auch an dem wunderschönen Strand fort. Rückblickend würden wir euch Kamala Beach auf jeden Fall als Ausgangspunkt für die Inselerkundung Phuket empfehlen. Spannend fanden wir auch den Markt, auf dem die Einheimischen ihre Lebensmittel kaufen. Auch wir haben uns hier ein bisschen durchprobiert und ein paar Gewürze für zu Hause mitgenommen. Fußläufig erreicht man auch den Bangwang Waterfall. Der Wasserfall ist zwar klein, aber eignet sich perfekt als ruhiger Naturstopp abseits der vielen Strände und Städte. Nördlich von Kamala Beach liegt der Surin Beach. Die beiden Strände ähneln sich zwar sehr, aber die etlichen Garküchen machen den Surin Beach nochmal zu etwas ganz Besonderem. Perfekt also für eine kleine Stärkung, bevor es für uns zur nächsten Unterkunft geht. Vor uns liegen jetzt nämlich ein paar Tage pure Entspannung auf der kleinen Insel Coconut Island. Auf der Insel gibt es nur 2 Hotels. Wir haben uns für das Hotel Island Escape Burasari entschieden. Nach der kurzen Überfahrt mit dem Boot wird man direkt am Steg von einem Golfcaddy abgeholt und zur Unterkunft gebracht. Das Hotel besteht aus vielen kleinen Häusern und bietet verschiedene Zimmerkategorien. Wir haben uns für eine Kategorie mit einem Zugang zu einem kleinen Gemeinschaftspool entschieden. Island Escape ist wirklich eine Unterkunft, in der man gut und gerne auch länger bleiben möchte, beziehungsweise die einem das Gefühl vermittelt, auch für immer bleiben zu wollen. Die Bar im zentralen Pool mit Strandzugang zum seichten Wasser, die vielen Freizeit- und Sportangebote und natürlich auch die hervorragende Gastronomie des Hotels, die sorgen dafür, dass man hier komplett den Kopf ausschalten und den Alltag völlig hinter sich lassen kann. Auf der Insel selbst gibt es hingegen relativ wenig zu entdecken. Toll fanden wir aber die vorgelagerten Restaurants auf dem Wasser. Mit einem Tuk-Tuk vom Hotel fahren wir durch die Wildnis bis zum Steg, wo man dann von einem kleinen Boot rübergebracht wird. Wirklich eine tolle Alternative, wenn man mal außerhalb des Hotels essen möchte. Ein paar Ausgehmöglichkeiten gibt es auch noch am öffentlichen Strand im Norden der Insel. Klein, gemütlich und lecker. Perfekt also, um den Tag ausklingen zu lassen. Wir haben das Hotel und Coconut Island sehr genossen. Wir empfehlen diese Insel vor allem, wenn man Hektik und Trubel aus dem Weg gehen möchte. Davon gibt es in Thailand und auf anderen Inseln nämlich wirklich genug. Zum Beispiel auf Koh Phi Phi, das ist die nächste Insel unserer Rundreise. Auf die Insel gelangt man mit einem Speedboot oder mit der Fähre. Wir haben uns für eine Speedbootüberfahrt von Buntaya entschieden. Für ca. 800 Baht, also 22 € pro Person, kommt man hier dann so in etwa einer Stunde nach Koh Phi Phi. Mit der Fähre kommt man auf der südlichen Seite der Landzunge an. Beim Verlassen des Speedboots muss man eine Art Kurtaxe oder Eintritt für die Insel bezahlen. Dieser beträgt pro Person 20 Baht, also in etwa 50 Cent. Von dort wurden wir dann von einem Mitarbeiter des Hotels mit unserem Gepäck abgeholt. Das Zentrum von Koh Phi Phi befindet sich auf dieser Landzunge. Hier kann es auch mal etwas lauter zugehen, deshalb haben wir uns für eine Unterkunft entschieden, die ein bisschen außerhalb im Osten der Landzunge liegt. Im U-Rip Resort bleiben wir also für 3 Nächte und können euch diese Unterkunft empfehlen, wenn ihr es wie wir ein bisschen ruhiger und abseits gelegener wollt. Der Hauptbadestrand der Insel befindet sich im Norden, also auf der anderen Seite der Landzunge. Tagsüber kann man hier sehr entspannt baden und in einem der zahlreichen Bars und Cafés sitzen. Abends verwandelt sich der Strand dann in eine wahre Partymeile. Hier finden auch die berühmten Feuershows statt. Das Zentrum der Insel ist durchzogen von ganz vielen kleinen Straßen und Gassen. Überall findet man schöne Geschäfte, wo man Souvenirs, aber auch Klamotten kaufen kann.
Und natürlich gibt es viele, viele Restaurants und Bars. Alles ist super schön geschmückt und lädt dazu ein, hier ganz entspannt durchzuschlendern. Wenn man ein bisschen den Ausblick auf die Insel genießen möchte, dann kann man zu den Viewpoints wandern. Der Aufstieg an sich dauert zwar nicht ganz so lange, ist aber aufgrund der zahlreichen Treppen wirklich anstrengend. Bereits am Viewpoint 1 hat man einen wirklich schönen Ausblick. Wenn man allerdings noch 5 Minuten weiterläuft zum Viewpoint 2, dann ist wirklich alle Anstrengung vergessen aufgrund dieses wunderschönen Ausblicks auf Koh Phi Phi. Der Eintritt zu den Viewpoints kostet übrigens 30 Baht, also umgerechnet 80 Cent. Wir finden, da haben wir uns doch abends auf jeden Fall eine kleine Fuß- und Beinmassage verdient. Neben den bereits erwähnten Geschäften, Bars und Restaurants tummeln sich in der Stadt aber auch diverse Touranbieter. Und alle bieten natürlich den Ausflug in die berühmte Maya-Bucht an. Wir haben unseren Ausflug bei Dahm gebucht, ein wirklich sehr netter Guide, der uns morgens um 6:30 Uhr schon gut gelaunt am Hafen begrüßt. Mit dem Longtail-Boot fahren wir nun erstmal eine knappe halbe Stunde bis zur Maya-Bucht. Für unseren Ausflug haben wir zu zweit 3000 Baht, also in etwa 81 Euro bezahlt. Die Boote liegen auf der Rückseite der Maya-Bucht an. Das hat den Vorteil, dass dann die eigentliche Maya-Bucht nicht von so vielen Schiffen überflutet wird und man einen wunderbaren Ausblick hat. Die Maya-Bucht ist wirklich eine der schönsten Buchten, die wir je gesehen haben. Bekannt wurde sie vor allem, weil sie als Drehort des Films The Beach mit Leonardo DiCaprio im Jahre 2000 diente. Die Bucht war über mehrere Jahre geschlossen, um die Natur zu schützen. Nun ist sie zwar wieder geöffnet, aber mit strengen Regeln. So darf man zum Beispiel nicht schwimmen und es gibt eine erlaubte Anzahl an Besuchern pro Tag. Die Kulisse ist wirklich atemberaubend durch die Kalksteinfelsen, die die Bucht umgeben. Das türkisblaue, klare Wasser und der feine Sand machen es zu einem ganz besonderen Ort. In der Maya-Bucht verbringt man dann circa eine Stunde, bevor es mit dem Longtail-Boot weitergeht. Die Tour beinhaltet auch noch weitere Buchten, wo man dann auch anhält, um zu schnorcheln und sich ein bisschen die Unterwasserwelt anzusehen. Unser Highlight beim Schnorcheln war definitiv dieser Rochen hier. Zum Glück konnten wir einen Blick auf ihn erhaschen, bevor er dann mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit vor uns weggezischt ist. Man hält dann auch noch kurz am Monkey Beach, wo viele freilebende Affen leben. Sie tollen hier gut gelaunt am wunderschönen Sandstrand vor dem klaren Wasser herum. Man darf sie natürlich nicht füttern oder anfassen, denn die Tiere sind wild und nicht gezähmt. Nach circa 4 Stunden sind wir dann auch wieder heile am Hafen angekommen. Auch wenn man immer wieder hört, dass Koh Phi Phi touristisch sehr überlaufen ist, würden wir euch einen Aufenthalt auf jeden Fall ans Herz legen. Uns hat es auf der kleinen Insel mit seiner chilligen Atmosphäre wirklich gut gefallen. Mit dem Speedboot geht es für uns jetzt zurück nach Phuket. Und von dort wollen wir weiter aufs Festland nach Khao Lak. Phuket ist durch eine Brücke mit dem Festland verbunden, von daher können wir problemlos mit dem Taxi fahren. In Khao Lak sind wir für 4 Nächte im Ban Krating Khao Lak Resort eingebucht. Das Resort ist quasi in einen Berg gebaut und es gibt viele kleine Hütten als Unterkünfte, wo man auf jeden Fall genug Privatsphäre und wirklich einen wunderschönen Ausblick hat. Dieses Hotel mit seiner dschungelartigen Atmosphäre war auf jeden Fall mal ganz was anderes und wir würden es euch weiterempfehlen. Ein richtiges Zentrum gibt es in Khao Lak nicht. Vielmehr findet man diese langgezogene Straße vor, von wo man dann rechts und links einiges sehen kann. Um den Ort zu erkunden, buchen wir uns wie sonst auch einen Roller. Entlang der Hauptstraße findet man hier zahlreiche Tempel. Von diesen haben wir uns 2 Stück genauer angeschaut. Wir mögen asiatische Tempel einfach immer wieder gern. Mit ihren bunten Wandmalereien und der immer wieder so freundlichen Atmosphäre können wir einfach immer wieder in neue Tempel hineingehen. Ein weiteres Highlight ist auf jeden Fall der riesige Nachtmarkt namens Bangyang. Wie auch auf den anderen Nachtmärkten gibt es hier natürlich eine riesige Auswahl an asiatischem Essen. Auch das schmeckt wieder sehr, sehr lecker. Man findet hier aber auch Stände mit wirklich schönen Souvenirs und tatsächlich auch eine Reihe von Anbietern, die vermutlich nicht alles an Originalen verkaufen. Khao Lak ist natürlich auch berühmt für seine vielen schönen Strände. Neben dem Strand, der direkt an unserem Hotel liegt, wollen wir uns noch ein paar weitere anschauen. Unser erster Strand ist der White Sand Beach.
Ein wirklich sehr, sehr schöner weißer Sandstrand, wo vor allem ein sehr, sehr großes Restaurant bzw. eine Bar im Mittelpunkt stehen. Hier kann man dann auch direkt Liegestühle und Sonnenschirme mieten. Zum nächsten Strand, dem Puckweek Beach, muss man auf jeden Fall erstmal ein bisschen durch unasphaltiertere Wege fahren. Der Strand ist etwas ruhiger und weniger touristisch. An den kleinen Massagebuden direkt am Strand kann man sich dann verwöhnen lassen. Am besten gefallen hat uns dann jedoch der Memories Beach. Hier kann man wirklich wunderschön auch abends den Sonnenuntergang schauen. Wir hatten den Eindruck, dass das Publikum hier etwas jünger ist und die Leute wollen hier wirklich gerne auch etwas Sport treiben. Auf jeden Fall ein Strand, wo man ein paar Stunden entweder zum Zuschauen oder zum Aktivwerden verweilen kann. Die Bucht scheint sich auch wirklich gut zum Surfen zu eignen und einige haben hier wirklich richtig gute Kunststücke drauf gehabt. Rund um Khao Lak gibt es auch einige Wasserfälle. Wir haben uns den Nam Tok Sai Rung Wasserfall angeschaut. Auf dem Weg zum Parkplatz fährt man an einer ethischen Elefantenauffangstation vorbei. Wir hatten hier zumindest bei äußerer Betrachtung schon den Eindruck, dass es den Elefanten wirklich gut geht und keine zooartigen Zustände herrschen. Parkgebühr und Eintritt zum Wasserfall kosten zusammen 30 Baht, was 80 Cent entspricht. Der Wasserfall ist nach wenigen Metern erreicht und dann kann man sich, wenn man möchte, eine kleine Abkühlung gönnen. Der Hauptgrund, warum wir nach Khao Lak gefahren sind, waren aber die vorgelagerten Nationalparkinseln. Und wir starten mit den Similan Islands. Wir haben den Ausflug bei Khao Lak Land Discovery gebucht und wurden morgens wirklich sehr, sehr früh am Hotel abgeholt. Nach kurzer Einführung durch unseren Guide Ingo geht es dann auch schon aufs Boot, wo wir dann nach etwa einer Stunde auf der ersten Insel ankommen. Diese Insel nennt man auch Donald Duck Insel, da dort ein Felsen ist, der aussieht wie ein Entenkopf. Hier gibt es auch einen guten Aussichtspunkt, von wo aus man wirklich einen schönen Blick hat. Der Name Similan kommt übrigens aus dem Malaysischen und bedeutet 9. Die Inselgruppe bestand ursprünglich nämlich aus 9 Hauptinseln, die einfach durchnummeriert wurden. Je nach Strömung und Ebbe- und Flutverhältnissen entscheiden die Guides dann aber jeweils an dem Tag, welche der 9 Inseln man besucht. Die Strände hier sind wirklich traumhaft schön und auch die Pflanzenwelt ist für uns teilweise Neuland. Die Similan-Inseln sind Teil des Mukho-Similan-Nationalparks und stehen unter strengem Naturschutz. Der Hauptgrund, warum man dorthin fährt, ist, weil man super gut tauchen und schnorcheln kann. Der Nationalpark ist wirklich weltweit bekannt für seine Korallenriffe, die bunten Fische, die Schildkröten, Rochen und manchmal sogar Haie. Den haben wir aber nicht gesehen. Sobald man den Kopf unter Wasser hält, hat man dann auch schon diese wunderschöne Unterwasserwelt vor der Nase. Da braucht es nicht viel mehr, als sich einfach treiben lassen und den Ausblick genießen. Insgesamt können wir euch den Ausflug auch mit dem Anbieter wirklich ans Herz legen. An Bord gibt es kostenlose alkoholfreie Getränke, man hat ein Mittagessen inkludiert und auch die Schnorchelausrüstung ist hochwertig und im Preis enthalten. Am nächsten Tag geht es für uns dann weiter auf die Surin Islands. Diesen Ausflug haben wir online über Khao Lak Adventures gebucht und auch heute werden wir wieder sehr früh am Hotel abgeholt. Auch hier erfolgt wieder eine kurze Einweisung durch unseren Guide Jolie, bevor es dann auf die etwa 1,5-stündige Bootsfahrt auf die Inseln geht. Wir besuchen zuerst das Dorf der Moken. Die Moken sind ein indigenes Volk und sie lebten traditionell auf Booten und zogen zwischen den Inseln in Thailand und Myanmar umher. Seit die Moken Teil des Nationalparks sind, versucht man ihre Kultur und ihre Sprache zu bewahren und ihnen aber gleichzeitig auch Zugang zu Bildung und Gesundheit zu gewähren. Bei unserem Besuch wurden wir von den Moken freundlich empfangen und sie haben uns auch einiges an selbstgebastelten Souvenirs angeboten. Sie leben bis heute in diesen selbstgebauten Holzhütten, die auf Stegen direkt am Wasser stehen. Für uns war der Besuch im Dorf und das Kennenlernen mit den Moken wirklich eine tolle Erfahrung. Die Surin-Inseln sind Teil des Nationalparks Mukho Surin. Auch hier liegt der Fokus wieder auf dem Schnorcheln und dem Tauchen.
Neben den Similan-Inseln auf jeden Fall einer der besten Spots Thailands mit flachen Riffen, bunten Korallen, Schildkröten und vielen anderen Fischarten. Leider haben wir hier nicht mehr so schöne Unterwasseraufnahmen machen können, weil unsere GoPro kaputt gegangen ist. Aber auch die Strände überzeugen mit weißem Sand und dem klaren türkisfarbenen Wasser. An den Stränden findet man übrigens immer wieder diese kleinen Einsiedlerkrebse und die Geschichte dahinter ist eigentlich ganz süß. Die Krebse suchen sich als Häuschen leere Muscheln. Wenn der Krebs wächst, wechselt er das Haus und manchmal gibt es dann echte Haustauschbörsen. So kriegen eben die kleineren Krebse die gebrauchten Häuser der größeren Krebse. Passt also beim Laufen wirklich ein bisschen auf, dass ihr nicht aus Versehen drauf tretet. Und wie immer gilt natürlich, nicht anfassen und nicht mitnehmen. Auch hier waren wieder alkoholfreie Getränke, ein Mittagessen und die Schnorchelausrüstung inkludiert. Wirklich 2 ganz tolle Tage mit jeweils tollen Guides und Touranbietern. Wir werden das so schnell auf keinen Fall vergessen. Damit endet unsere Zeit in Thailand und für uns geht es jetzt wieder zurück nach Hamburg. Wie immer hoffen wir natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Lasst gerne ein paar Kommentare da, falls ihr auch schon Erfahrungen gemacht habt. Wenn ihr uns weiter auf unseren Reisen folgen wollt, dann abonniert gerne unseren Kanal. Auch darüber freuen wir uns sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Two souls in Neverland, 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 Neverland.